Jedes Mal, wenn ich einen Martini mache, dann bin ich wieder 8, denke daran, was es für eine schöne Zeit war und wie viel mir die Geschichte dahinter bedeutet. Ich bin Hanna, ich wohne seit 5 Jahren hier in einer wunderbaren WG in Mainz. Ich bin Musikerin und arbeite im Kulturbereich und ich habe mein ganzes Leben hier in diesen 4 Wänden eingerichtet und zeige euch jetzt sehr gerne meine 3 Lieblingssachen. Wenn ich meine Einrichtung beschreibe, würde ich sagen, ich bin Sammlerin. Sammlerin von Erinnerungen, Sammlerin von Begegnungen, Sammlerin von Sachen, die mir einfach sentimental viel bedeuten. Jeder Gegenstand hier in meinem Zimmer, der ein bisschen aussieht, vielleicht manchmal wie eine Rümpelkammer, hat aber eine Geschichte und eine Bedeutung. Der erste Gegenstand, den ich euch heute zeigen möchte, den habe ich schon sehr lange. Und zwar geht es um diesen wunderbaren Cocktail-Shaker. Der ist aus dem Jahr ungefähr 1902 und ich bin in Pittsburgh, Pennsylvania aufgewachsen und da hatte ich einen sehr guten Freund, mein ehemaliger Nachbar. Und der hat jeden Tag sich zum Feierabend einen Martini gemacht. Und ich war unglaublich fasziniert von diesem Ritual, der Schönheit und der Ästhetik von diesem Cocktail-Shaken. Und dann hat er mir mit 8 Jahren beigebracht, wie man einen Martini macht. Ich habe die Martinis nie probiert, aber ich habe immer dran gerochen und konnte dann feststellen, ob zu viel Wermut oder zu viel Gin drin ist. Und ich weiß nicht, ob er das sagt, nur um lieb zu sein, aber John meinte zu mir, ich hatte immer recht mit meinem Geruchssinn. Und als ich wieder zurück nach Deutschland gezogen bin, hat er mir den geschenkt. Ansonsten habe ich hier auch sehr viele Dinge von meinen Großeltern. Dadurch, dass wir so viel hin und her gezogen sind, waren die Wohnung und die Einrichtung von meinen Großeltern immer eine Konstante, während ich aufgewachsen bin. Und deswegen bedeuten sie für mich zu Hause und sind für mich zu Hause. Was mich am meisten an meine Großeltern erinnert, ist dieses Bild. Das Bild bedeutet mir so viel, weil es meinen Großeltern auch sehr viel bedeutet hat. Die waren sehr jung, als sie geheiratet haben und hatten auch zu dem Zeitpunkt nicht viel Geld. Und für ihre erste eigene Wohnung haben sie sich dieses Bild geleistet als ersten Einrichtungsgegenstand. Und es hatte immer eine besondere Stelle im Wohnzimmer. Und ich erinnere mich, dass ich als Kind das Mädchen mit Taube schon sehr geliebt habe. Und als meine Großeltern verstorben sind, war es mir sehr wichtig, dass dieses Bild ein neues Zuhause bekommt. Und das hier ist die dritte Sache, von der ich euch gerne erzählen möchte. Und zwar ist das diese wunderbare Lampe. Die hat eine ganz besondere Geschichte. Ich bin Musikerin und als ich meinen ersten Solo-Gig gespielt habe, ich habe keine Gage bekommen in Form von Geld, sondern ich durfte mir einen Einrichtungsgegenstand aussuchen und das ist diese wunderbare Stehlampe. Der erste Gig für mich war sehr aufregend. Ich bin eigentlich Sängerin in einer Band und das war dann das erste Mal für mich ganz alleine auf der Bühne stehen. Und es war ein ganz phänomenales Erlebnis. Man macht sich auf jeden Fall deutlich verletzlicher, wenn man alleine steht. Ich singe über die Sachen, die ich erlebt habe, viel über zwischenmenschliche Beziehungen, viel über Herzschmerz, viel über die Dinge, über die man so Popsongs schreibt. You said we danced naked in the rain, your words put me in a dream. You said we were one and the same, who's the liar in this scene? I wandered the desert to get to you, got blisters on my bloody feet. I learned in the hardest way what it means to bleed blue. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr noch andere Zimmer entdecken wollt, dann klickt hier. Und wenn ihr Lust habt, auch Geschichten zu euren Lieblingsgegenständen zu erzählen, dann meldet euch gerne bei der Redaktion.